Möchtest du einen Teich vorm Haus? Ja. Also so, dass ich noch rauskomme. Ja. Aber so, dass Penny nicht mehr weg kann. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bop, Butch Bop, Butch Bop, Butch Bop, Stardew Valley, Stardew Valley. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Stardew Valley und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass wir uns auch in allen anderen Folgen auf diesem Kanal wiedersehen werden. So. Ich hoffe, ihr habt alle schon mitgesprochen. Juanita schläft noch immer. Kann die nicht langsam mal aufwachen? Und wo ist Penny schon wieder? Wo ist Abigail? Ach, da ist Abigail. Macht die denn die ganze Ich Zeit? habe meine Frau gefunden. Das ist gut. Fürs Achso. Leben. Ah, hier ist meine Frau. Die geht einfach durchs Bett durch. Mit Schuhen. Mit den Schuhen. Ist ekel. Die hat irgendwas gemacht. Ach, Tiere gefüttert hat sie. Achso. Oh, Alter, 5-mal muss ich Abigail sie hat ansprechen, David bevor wir uns Junior hier gefüttert. Sehr schön. Ja, wir machen nämlich, wir machen den, wie nennt man das? Den, Weiß ich nicht. nee, warte, bei wem war denn das? Der Kaktustest. Ach, den Katzentest, ja. Nee, der Kaktustest. Ja, den macht ihr. Abgeleitet vom Katzentest. Nee, ich kenn, dass der Katzentest die nächste Stufe vom Kaktustest ist. Ah. Also du musst So rum quasi geht das erstmal also. testen, ob du einen Kaktus versorgen kannst. Oder dass du dich um einen Kaktus kümmern kannst. Die nächste Stufe wäre dann halt irgendeine Art Haustier. Ja. Und als nächstes würde dann das Kind kommen. Aber auch erstmal das von den Nachbarn. Ja, wahrscheinlich. Oder so von Bruder, Schwester. So von, genau, ich kümmere mich, oder ich passe ab und zu mal auf Juanita auf. Wenn Genau. das gut klappt, dann können Abigail und ich auch halt mal. Dann können wir Kind sehen, ob wir da kriegen. eine längerfristige Kooperation draus machen. Oh, so viele Uralte So, hier ist Früchte, übrigens geil. Trüffel bei den Tieren. Ja, bin unterwegs. Also Grad, kümmere dich da mal bitte drum. Hab halt ordentlich uralte Früchte gerade geballert. Sehr Gibt's gut. wieder ordentlich Wein. Hallo Tier. Ich nehme das Zeug hier noch. Jetzt muss ich die ganzen Tiere hier noch finden. Wir müssen die echt mal einzäunen, ey. Nein. Ja, dann brauchen wir den Tiere dürfen frei Autopetter. sein. Ja, du kannst doch Endlich einfach mal. abends streicheln, oder? Ja, aber nicht zu spät, weil sonst schlafen die ja schon. Achso, ich will die uralten Dann wollen die gar nicht gestört verkaufen. werden. Bin eben echt mit den uralten Früchten in Richtung Verkaufskiste gegangen, ne? Oh Ja, nicht der gut. nächste Wein. Gefährlich. Der nächste Wein Sehr ist auch schon wieder gefährlich. gut. Das ist gut. Können wir den ja verkaufen. Nee, erstmal muss der reifen. Wir brauchen mehr Ich Reifefässer, will- Butch. Also für deinen Keller. ja, das stimmt. Und dafür brauchen wir Holz. Normales Holz. Okay, Und ganz wir viel Holz ist da. Und wir brauchen jetzt anscheinend auch die anderen Fässer. Scheiße, dann brauchen wir mehr Eisenbarren. Ja, ich habe gerade noch 5. Und noch mehr Holz. Wir müssen irgendwo mal Ich eine glaub, wir Holzfarm können noch- aufstellen. Ich glaube, wir können sogar noch ein paar mehr Eisenbarren machen. Ja, ich mache die mal noch schnell hier. Und natürlich schon Herbst. Lohnt sich fast gar nicht mehr. zack, zack. Und jetzt gehe ich zu Clint. Und lass meine Spitzhacke jetzt? verbessern. Holz, Kupferbarren, Eisenbarren, Eichenharz. Okay, dann vielleicht noch ein paar Eichen anpflanzen. Ab. So. So, und für das Ding braucht man Holz und Hartholz. Na gut. Sind wir eigentlich die Einzigen, die jemals diesen Bus benutzen? Weil der macht die echt nicht viel Geld damit. Nee, weil ich glaube, es wird ab und zu auch irgendwie gesagt, dass Emily Sandy besucht in der Wüste. Ah, Sie muss ja auch irgendwie da dann hinkommen. das kann natürlich sein, ja. Der Bus wird einfach die ganze Zeit benutzt, wir sehen es nur nicht. Das kann gut sein. Immer wenn wir dran vorbei gehen, dann Ja, stimmt, wir sind ja gerade auch nicht immer ausgerechnet da. da niemand. Wir sind ja auch So. nicht immer da. Das stimmt. So, Robin. Gemeinschaftsverbesserung. 950 Holz und 500.000 G. Stimmt. Was ist eine Gemeinschaftsverbesserung? Pam. Da kann man Pam ein Haus bauen.
Ah, das müssen wir Aber auf jeden Fall noch machen. Ich finde, das solltest du dann später auch. Natürlich mache ich das. Wie viel kostet das? Schwiegermama. 500.000, also eine halbe Million. Ah, das ist ein bisschen viel. Ich würde das erst machen, wenn wir die ganzen Obeliske und so haben. Ja, Ähm, das ist okay. so. Dann geh ich schon mal in Richtung Geld verdienen. Bist du gerade noch auf dem Hof? Ah, Nein, ich bin am Strand. Alles gut, ich kann den Teich tatsächlich auch ins Gras setzen. Das ist kein Problem. Möchtest du einen Teich sehr vorm gut. Haus? Ja, also so, dass ich noch rauskomme. Ja. Direkt vorm Aber so, Haus. dass Direkt Penny vors nicht mehr Haus weg kann. stellen. Du kannst ja so passt machen, schon. dass ich den Obelisken noch benutzen kann. Ja, na, so direkt am Haus wollte ich ihn jetzt auch nicht bauen. Ah, das wäre ja. lustig. Bob hat den Bau von Fischteich beantragt. Ja, Fischteich. Fischteich. Sehr gut. Ja, ich werde mal hier, wir haben jetzt gerade ein bisschen Geld. Kaufe ich mir mal hier diverse Herstellungsrezepte. Übrigens bist du heute shit. mit Themen dran, ne? Shit. Ich habe gerade aus Versehen. Wie kann ich das? Kann man das jetzt nicht rückgängig machen? Oh. Das nervt mich an dem Spiel ein kleines bisschen. Was genau? Du klickst einmal falsch in diesem Kaufscreen, so bei Pierre oder bei Robin oder so. Du Ja. kannst das nicht rückgängig machen. Ja. Es fehlen, also das haben wir bei Yu-Gi-Oh! Auch festgestellt, es fehlen einfach rückgängig Zurück-Buttons oder so in ganz vielen Spielen. Okay. Da hat ja Prince of Persia, Sands of Time, hat ja da alles richtig gemacht. Ja, da war das Spielprinzip quasi eine einzige Zurücktaste. Findest du, Tenet hat dann auch alles richtig gemacht? Ja. Tenet hat sowieso schon alles richtig gemacht haben werden. Wird schon alles richtig gemacht hatten. Ja. Ansonsten, mit Themen bin ich dran. Was kann ich hier von meinem Themenzettel erzählen, was ganz interessant ist? Wir nehmen bald Aquanox auf. Ja! Weil ich habe ja einen neuen großartig. Computer und da geht das. Und dann können wir es machen. Und ich habe das Spiel schon durchgespielt. Kann ich schon sagen, wie ich es fand? Du kannst schon... Ja, eigentlich kannst du schon sagen, wie du es fandst. Ja. Ich fand, er hat frei gesprochen. Und anschaulich jetzt. Nee, also das Spiel an sich, ja. Wie soll man das ausdrücken? Im Vergleich zu den vorhergehenden Spielen, also Schleichfahrt, Aquanox 2. Ganz mies, was Story angeht. Ah, das dachte ich mir aber schon. Leider sehr enttäuschend. Leider sehr, wie sagt man? Es ist quasi, es soll halt als Reboot sollte es wohl, also wurde jedenfalls immer davon erzählt. Das hätten sie mal nicht machen sollen. Also, beziehungsweise die Art, wie sie es dann gemacht haben, ist sehr, da bin ich ein bisschen erbost drüber. Das hätte man einfach viel besser machen können. Was so Grafik und Gameplay und so angeht, finde ich es sehr gut. Also es sieht sehr schön aus. Das Gameplay ist, also so, was du halt machen kannst, ja. Also jetzt rein theoretisch, also wenn du spielst, ne? Was die Stationen zum Beispiel angeht, ne? Also früher in Schleichfahrt konntest du ja auf der Station so sozusagen rumgehen. Ja. Und konntest dich dann mit verschiedenen Leuten da so unterhalten und bla bla bla. Genau. Das war ja dann in Aquanox einfach gar nicht vorhanden. Ja. Da musstest du ja nur durchklicken. In Revelations war das ja dann wieder so. Das fand ich mega. Ja. Ja, und jetzt haben sie es leider wieder so gemacht, dass alles ein Brei ist. Also so wie in Aquanox. Das ist halt wieder sehr schade. Dann, was gab es noch dazu zu sagen? Ach, das Ende war halt so... es war so unzufriedenstellend.
Kann ich dir jetzt schon mal sagen. Das Ende wird kacke werden. Nee, ja, also es war halt wirklich so. Ach nee, also overall würde ich es eher als einen der schlechteren Titel ansehen. Aber weißt du, was gut wird an dem Titel? Weißt du, was richtig gut wird? Ja, Koop, Digga, Koop. Dass wir den nämlich zusammenspielen können. Und von daher wird das wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Feeling dazu bringen. Das kann natürlich sein, ja. Dann hast du nämlich mich dabei. Ja. Und wenn du das Spiel vorher schon gehasst hast, dann wart mal ab, wie es wird, wenn ich dabei bin. Ja, ich bin gespannt, wie manche Mechaniken, die so im Singleplayer drin sind, wie die im Multiplayer dann funktionieren werden oder funktionieren sollen. Da bin ich dolle gespannt drauf. Aber ein paar Sachen konnte ich mir das irgendwie so gar nicht vorstellen. Ja, schauen wir mal. Ja, mal sehen. Ich habe auch ein Spiel, über das ich gern reden würde. Pokémon? Das neue Pokémon. Denn es ist jetzt mal ganz runtergebrochen die Erfüllung meiner Träume. So ein bisschen. So, dieses Spiel. Ganz simpel ausgedrückt. Das ganz objektiv gesagt, die Erfüllung meiner Träume. Nee, es ist der absolute Wahnsinn. Du kannst endlich Sachen machen. Okay, sagen wir erstmal so. Erstmal das Schlechte. Wir fangen erstmal mit dem Schlechten an. Die Grafik ist natürlich von, keine Ahnung, 1900 noch was gefühlt. 2000 and late. Das ist wirklich sehr schade und das verstehe ich auch nicht, warum das nicht besser ist. Aber wenn man jetzt mal den Grafikfetischisten außer Acht lässt in mir, das Spielprinzip ist nämlich, oder das, was man machen kann, das, wie alles umgesetzt ist, bisher, soweit ich gespielt habe, ist nämlich absolut toll. Du kannst jetzt nicht so wie vorher in anderen Pokémon-Spielen, das denn so, es gibt einen Kampfscreen, es gibt ein, also das ist alles eben, du hast keine harten Schnitte mehr? Du hast keine harten Schnitte mehr, sondern das findet alles auf der Oberfläche statt. Irgendwie. Ne? Auch wenn du zum Beispiel jetzt den Kampf, also du gehst zu einem Pokémon hin, siehst es da rumstehen und kannst einfach mit einem Pokéball draufwerfen. Und manche Pokémon lassen sich dann fangen oder brechen aus, manche schießen ja auch den Ball zurück. Manche musst du eben auch erst bekämpfen, aber das eben auch auf dem Screen oben und dann machst du das eben. Du kannst sogar in die Attacken quasi so reinrennen, die Pokémon dann so machen. Krass. Wirst dann so ein bisschen zurückgeschleudert, das ist auch total cool. Kannst auch von wilden Pokémon, wenn du jetzt nicht gegen die kämpfst, die aber aggressiv sind, dann hauen die halt auch ihre Attacken auf dich drauf. Ja, und dann kannst du auch ohnmächtig werden und so. Das ist der absolute Hammer. Du kannst dein Pokémon oder deine 6 Pokémon kannst du einfach so durchscrollen, jederzeit, und dann einfach aussuchen, welches du gerade irgendwie rausrufen willst. Und dann steht das da und dann kannst du mit dem Pokémon kurz irgendwie interagieren, kannst es auch in den Pokéball zurückrufen, was jetzt auch endlich mal so aussieht, wie man sich das eigentlich vorstellt, auch aus der Serie. Es ist zwar kein roter Lichtstrahl, sondern ein blauer, aber who cares? Und das ist einfach so cool. Also es fühlt sich so wie ist das? Immersiv an jetzt. Und wenn du jetzt was ja vorher immer so war, wenn du einen Kampf gewonnen hast oder ein Pokémon gefangen hast, dann kam erstmal hier dieser Pokédex-Eintrag, dann gab es noch die Erfahrungspunkte, irgendwie bla bla bla, was halt immer irgendwie noch ewig gedauert hat alles. Das ist jetzt alles viel schneller, weil alles auf der Oberfläche quasi stattfindet. Die ganzen Erfahrungspunkte, Verteiler wird halt einfach nur noch als Pop-up angezeigt, aber du kannst halt weiter rumlaufen die ganze Zeit. Also die haben wirklich, was das angeht, alles besser gemacht. Und das ist einfach unglaublich schön, muss ich ehrlich sagen. Das ist so, wie man sich die letzten 4 Pokémon-Editionen eigentlich schon gewünscht hatte, dass das mal mehr in die Richtung geht. Die Körper, wie nennt sich das? Proportionen sind endlich mal vernünftig. Wie, du hast jetzt keinen übermäßigen, riesigen Kopf mehr? Nee, tatsächlich nicht. Hallo. Ich kann doch bestimmt mal bei euch auf der Couch schlafen, oder?
Bob hat's ins Bett geschafft. Oh. Das erinnert mich an Stardew Valley, Folge 2. Ja, Ich hoffe, mich es auch. war Folge 2. Naja, Geld geht gut. Haben wir noch eine Folge? Ja, ne? Ja. Ja. Immer die geraden Zahlen im Moment. Eine Explosion, Eine halte durch die Explosion Nacht. haltet. Geil. Habe ich heute Glück. Das ist alles, was zählt. Geister fühlen sich heute neutral. Penny redet schon Hier- über ein zweites Kind. Aber du hast hier gar nicht irgendwie... Oh, schade. Ich habe bei mir Warum mal eine redet Truhe Penny stehen, schon von wo einem ich- zweiten Kind? Ja, warum nicht? Ich meine, Juanita ist doch jetzt auch schon wieder ein paar Wochen alt. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, dadurch, weil du jetzt meintest, dass alles auf dieser Oberfläche stattfindet, ja, ist ja voll Ja. geil. Also es ist ja dann quasi wie eher so World of Warcraft. Na, es ist eher wie so ein bisschen, es ist so eine Mischung aus Breath of the Wild und Monster Hunter. Ah, okay. Tatsächlich. Ja. Es gibt sogar einige Geräusche, die halt aus Breath of the Wild sind. Echt? Ja. So ein Ohne Link? Mist. Nee, aber so ein Diddle-Diddle-Ding. Irgendwie, wenn man was okay. aufgesammelt hat. Ist halt wirklich Geil. wie wenn man in Breath of the Wild was aufsammelt. Und das ist total cool. Feier ich. Auch es gibt auch nicht mehr jede Stadt hat irgendwie einen eigenen Sound oder so oder jedes Nicht? Gebiet, sondern, also schon, aber es ist halt mehr so Ambient Sound als, Ah, okay. dass sie so eigene Songs haben. Kein Theme-Song, sondern Ja, einfach genau. Geräusche. Und das finde ich so gut, ey. Dieses Spiel es ist dadurch, dass es so schnell geworden ist, machen auch eben die ganzen Encounter mit dem Pokémon, es stören dich nicht mehr, sondern du nimmst die einfach mit. Weil du kannst den auch super locker ausweichen, so. Du musst nicht mehr gegen die kämpfen. Machst es natürlich, weil du hast gerade auch was den Pokédex angeht. Also deine Aufgabe ist eigentlich, den Pokédex zu vervollständigen, beziehungsweise den ersten Pokédex überhaupt erstmal herzustellen. Und dadurch musst du eben ganz viel mit den wilden Pokémon interagieren. Du hast verschiedene Aufgaben, musst halt so und so oft gegen die kämpfen, musst die halt besiegen oder fangen, unentdeckt fangen, verschiedene Größen fangen von den Pokémon, bla bla bla. Also musst halt wirklich Aufgaben erledigen. Es gibt Nebenmissionen, es gibt ein schlichtes Crafting-System, wo du deine eigenen Pokébälle herstellen kannst, bla bla bla, alles. Also es ist wirklich, Geil. es macht so vieles richtig und ich hoffe, es kommt ja wirklich gut an. Also in der ganzen Community gibt es wenig, die wirklich meckern. So, wenn die meckern, dann irgendwie über die Grafik oder dass die Welt doch ein bisschen relativ leer ist. Aber es gibt ansonsten, was das Spielsystem angibt, kein Gemecker. Weil es Okay. einfach toll ist. Und ich hoffe einfach, dass Game Freaks sich das zu Herzen nimmt und die nächsten Editionen eben auch so gestaltet. Also wenn es dann die offiziellen Editionen sind, weil ich wollte schon sagen Breath of the Wild, aber Dings ist ja jetzt quasi ein Spin-Off. Ne? Was ist ein Spin-off? Na, das neue Pokémon-Spiel. Das ist ja quasi ein Spin-Off. Es ist ja keine Edition, die irgendwie wo du mit den anderen irgendwie interagieren kannst. Ach so. Also es war ja sonst immer so, dass du deine Pokémon, die du in den Editionen fängst, dann kannst du die auf die Pokébank laden und dann irgendwie in den anderen Editionen mit reinbringen, bla bla bla. Und das kannst du jetzt hier halt nicht, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Weil sonst, glaube ich, kannst du echt nicht. Und das ist aber gut. Ich hoffe halt nur, dass die nächsten Editionen dann auch so werden. Okay. Ach nee, lila Pilz, den wollen wir behalten. Lila ja. Pilz ist muy bien. Es ist toll. Ich bin glücklich, Bob. Ich bin sehr glücklich. Nachdem ich ja über Schild und Schwert so dolle gemeckert habe, muss ich wirklich sagen, ich bin endlich wieder
glücklich mit Pokémon. Es ging einigen so. Ich habe von einigen irgendwie gehört, dass sie echt gesagt haben, wenn das Spiel jetzt blöd geworden wäre, hätten sie echt mit Pokémon abgeschlossen. Und mit dem Pokémon-Spielen. Weil es wirklich, also die Leute sind ja teilweise in unserem Alter, ne? Die spielen irgendwie Pokémon seit 20 Jahren oder seit über 20 Jahren, so wie wir. Oder so wie ich. Und ich sagen, ich nicht mehr. werden halt über die Jahre immer mehr enttäuscht. So, obwohl es halt eigentlich so viel Potenzial hat. Obwohl es so viel gibt eigentlich. Und es wurde aber nie genutzt. Naja, und jetzt ist es endlich soweit. Schön. Ja, nice. Übrigens let's play ich das auch auf diesem Kanal. Hier die erste Folge. Oh, ich dachte, die wurde schon früher eingeblendet. Das kann sein. Jetzt hieß, dass du über ein Spiel reden möchtest. Übrigens, hast du eine Playlist dazu auch erstellt? Den einen Tag konnte ich noch keine finden. Nee, noch nicht. Gibt ja gerade erst ein Video. Na gut. Kommt noch. Besser ist. Ja. Ich überlege gerade, ich kann halt dazu gar nichts sagen. Wie gesagt, ich habe nach Gold, Silber aufgehört. Und habe dann das eher hast so du mit gut Yu-Gi-Oh! gemacht. Weitergemacht. Ja, wollen wir darüber reden? Stimmt, Master Duels ist ja raus. Ja, lass mal darüber reden. Also im Vergleich zum neuen Pokémon-Spiel? Ja. Im Vergleich zum neuen Pokémon-Spiel, was alles richtig macht, geht Master Duel einen anderen Weg und macht alles falsch. Ne, alles nicht. Aber da halte ich dagegen. Das stimmt. Nein, ich wollte es nur ein bisschen. Hat auch einen komödiantischen Effekt. Ja. Ja, Master Duels ist raus. Wir haben echt richtig lang schon drauf gewartet. Ja. Also man muss erstmal sagen, grafisch sieht es halt schon geil aus. Macht das schon stimmt. Spaß. Oh ja. Also das finde ich cool. So das ganze Spielfeld und so, ne? Also es sieht halt natürlich auch sehr nach Hearthstone aus. Muss man schon mal sagen. Aber gut, es ist halt ein Kartenspiel, was auf diesem Spielfeld stattfindet. Also Rad neu erfinden ist halt auch schwierig. Das stimmt. Was halt jetzt damit los ist, was mir aber schon vorher ein bisschen klar war, wir sind halt Yu-Gi-Oh! Boomer. Das heißt, mit Leib und Seele. Das heißt, alles, was nach der Hauptserie passiert ist, wird schon schwierig. Ich habe halt GX noch geguckt. Ne, obwohl alles, was nach GX kommt, ist eigentlich schwierig, weil GX hat noch die normalen alten Regeln, sag ich mal. Also alles, was ab 5Ds quasi kommt. Also sobald Synchro-Beschwörungen reinkamen, schwierig. Ganz schwierig. Ich sag mal so, ich habe mich ja durch das Tutorial und so alles, beziehungsweise ich wusste auch schon vorher, wie natürlich Synchro-Beschwörungen funktionieren. Ich wusste auch schon, wie XYZs, XYZs, wie auch immer ihr es nennt, funktionieren. Ich wusste auch prinzipiell mal irgendwann, wie Pendelbeschwörungen gehen und habe mir gedacht, was ist das für ein Dreck? Link-Beschwörungen hatte ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm. Und ich habe diese ganzen Tutorials durchgezogen und habe das auch alles verstanden, wie das so funktioniert. Und habe aber für mich beschlossen, ist halt einfach Schmutz. Ja. Ich weiß, Leute, die da eher noch am Ball geblieben sind, werden natürlich was anderes dann immer sagen. Es hat bestimmt auch Vorteile und Nachteile, bla. Ich sag mal so, wir kommen aus so einer Zeit, oder wir sind so die Yu-Gi-Oh! Spieler, bei uns gibt's halt 3x Raigeki im Deck. Und das ist halt gibt's natürlich jetzt auch wieder. auch... Ist jetzt wieder erlaubt. Ja, bei uns gibt's halt aber auch Top der Gear. 3x. Bei uns gibt's auch Wiedergeburt gern 3x, wenn man das möchte. Ja. Und ja, das ist halt... Da kann man jetzt sagen, oh ja, das war ja früher dann aber gar nicht besser, weil viel zu mächtige Karten. Aber ich denke mir so, wir sind halt mit diesen Karten so aufgewachsen und haben halt dementsprechend auch so gespielt. So, weißt du? Ja. Oh, warte mal. Weißen Thun. Los geht's. Okay. Ja, was mir eben aufgefallen, oder was mich halt an diesem Spiel stört,
ist, dass es unglaublich Ja, es ist unglaublich einsteigerunfreundlich. Ja, weil das stimmt. auch das Tutorial zum Beispiel ist wahnsinnig Es ist furchtbar. furchtbar. Also es wird so schlecht erklärt, du wirst so schlecht rangeführt Ja. und Ja. du merkst eben auch, Yu-Gi-Oh! Ist nun mal ein Spiel, wo du relativ viel lesen musst, weil Ja. es so viele Karten gibt mit so vielen verschiedenen Effekten, dass du da und mit so vielen verschiedenen Spielweisen und teilweise haben Karten je nach Spielweise verschiedene Effekte, was halt einfach crazy ist. Und wenn dein KI-Gegner dann einen Zug macht und natürlich nicht aufhört und natürlich nicht wartet, bis du alles durchgelesen hast, Ja, stimmt. das aber gerade ein Tutorial ist, dann, sorry, das ist nicht so cool, sondern gerade wenn man schon in unserem Alter ist, ne, wo man auch gerne ein bisschen länger braucht, Wo man nicht mehr so mich gut hat das lesen komplett kann. überfordert. Und ich Ja. habe mich einfach nur noch durchgeklickt und so ein bisschen kapiert, worum es eigentlich geht. Was mir aber wirklich auffällt ist, oder negativ aufgefallen ist, dass es eben keine verschiedenen Spielmodi gibt. Das heißt, du kannst nicht sagen, irgendwie, okay, ich würde gern einfach nur Classic spielen, ich würde gern Classic plus das spielen, bis hoch Abstufungen oder gerne nur Link-Beschwörungen, was auch immer. Aber dass man eben verschiedene Modi stellen könnte, das wäre cool gewesen. Das sagen aber auch viele, muss ich ehrlich sagen. Das sagen ja auch aus der Community viele, was ich aber gut finde, dass das Spiel von vornherein gesagt hat, hey, wir wollen ein geiles Spiel haben und wenn euch was nicht gefällt, hier ist eine Umfrage. Ja, stimmt, die Wo Umfrage. wir quasi von Anfang an quasi Feedback von euch kriegen können, wenn ihr es macht. So muss man dann natürlich auch nutzen. Habe ich nicht gemacht. Brauche ich mich nicht beschweren. Was mich aber auch noch aufregt, und zwar gerade im Hinblick auf die alten Karten, die sind nach meinem Gefühl einfach tot. Ja, auf jeden Fall. Die Also sind du absolut wertlos geworden. Absolut wertlos, weil alles, was du jetzt machen kannst, so mit diesen, früher war es so, du hattest irgendwie einen schwarzen Magier und baust dein Deck um den schwarzen Magier herum, zum Beispiel. Ne? Na gut, das gibt es So. prinzipiell immer noch. Schwarze Magier-Decks sind gar nicht so abwegig im Moment. Ja, aber ich meine jetzt so als Beispiel jetzt mal. Und du musst halt 2 Monster opfern, um den schwarzen Magier überhaupt erst hinzukriegen. Auch das ist mittlerweile völlig egal. Ja. Also so eine Spielweise, weil du einfach innerhalb deines ersten Zuges, der kann einfach 20 Minuten dauern, du hast dein Board voll mit Monstern, die mit 2000, 3000 Angriffspunkten haben und dann ist der Gegner eigentlich machtlos. Auch, dass es kein Timecap für deine Züge gibt, finde ich ganz, ganz schwierig, weil die Leute lassen sich teilweise 20 Minuten Zeit mit ihren Zügen, machen irgendwelche dummen Züge nur, um sie zu machen, auch wenn sie gar nicht mehr machen müssten, weil sie nur noch einmal angreifen bräuchten. Es ist halt wirklich ganz schön schwierig und das macht Hearthstone da tatsächlich besser, weil du hast nur deine, ich glaube, 90 Sekunden oder so, um deinen Zug zu machen und wenn du das einmal nicht geschafft hast, dann hast du oder gar nichts gemacht hast, zum Beispiel, was ja auch sein kann, dann hast du beim nächsten Zug irgendwie nur noch 30 Sekunden Zeit. Oh, krass. Weil dann der Computer dann auch erkennen will, okay, bist du überhaupt noch da? Oder trollst du gerade hier rum? Keine Ahnung, auf jeden Fall, so geht's nicht. So, mach hin, du willst ja nicht die Zeit von deinem Gegenspieler irgendwie verschwenden. Ja. Und daran sollte sich Yu-Gi-Oh! Definitiv ein Beispiel nehmen. Ich weiß nicht, kann sein, dass das völlig gegen die Spielweise von Yu-Gi-Oh! Nun mal geht. Das kann ja sein. Hearthstone ist nun mal ein viel schnelleres Spiel, weil es auch simpler ist, was Effekte und so weiter angeht, was die Karten an sich angeht. Und gerade wenn man immer noch lesen muss, klar, das braucht nun mal Zeit. Deswegen ist das natürlich nicht so leicht umzusetzen. Aber hey, 5 Minuten, keine Ahnung, 7 Minuten muss reichen. Ja, auf also jeden irgendwie Fall. sowas in der Richtung. Ja, stimme ich dir absolut zu. Also ich finde auch, es ist relativ einsteigerunfreundlich. Also wenn ich mir auch so vorstelle, wenn ich jetzt ein absoluter Neuling wäre, scheiße, ich wüsste, also es gibt, muss man dazu auch noch sagen, es gibt natürlich das PvP und das PvE sozusagen. Also es gibt Solo-Spiele heißen die da. Und da kämpfst du halt gegen Computer.
Und selbst selbst die ersten paar Solo-Duelle sind so hart anstrengend und umfangreich, wo ich mir denke, wie soll jemand, der in dieses Spiel komplett neu eintaucht, irgendwie hier durchsehen? Das ist unmöglich. Also selbst für mich, der ja die grundlegenden Regeln und die meisten Sachen schon mindestens kennt, dass ich jetzt nicht jede einzelne Karte irgendwie kenne, okay, aber das Grundlegende kenne ich alles. Und selbst bei mir war so, what the fuck, Alter, was passiert hier? Warum? Warum muss man das am Anfang schon so, also auch so einfach so text- und effektlastig machen? Vielleicht sollte man den Leuten erstmal beibringen, ey, so ruft ihr ein Monster auf. So aktiviert ihr hier irgendwie eine Fallenkarte und bla und keine Ahnung. Und dann erstmal ein ganz simples Duell, wo noch nicht so viel passiert. Und dann sich so langsam an irgendwelche Effekte halt ranpirschen, sag ich mal. Und das haben die da halt gar nicht, Alter. Ich denke mir Was ich halt auch gut gefunden hätte, wäre, wenn du das Deck, was du da zum Beispiel kriegst, irgendwie auch lernst, damit umzugehen in einer Art und Weise. Ja, Hearthstone hat es zum Beispiel so, dass du da am Anfang irgendwie bloß ein paar Karten hast und dann baut sich dein Deck wirklich Runde für Runde auf. Also es kommen dann immer 1, 2 Karten irgendwie dazu. Du kannst die teilweise auch selber auswählen und so in diesen Solo-Modi. Jedenfalls, soweit ich das damals noch gespielt habe. Und das fand ich halt total cool, weil du dann merkst, okay, ich weiß, welche Karte ich da habe, was ich da kriege. Ich kann mein Deck quasi auch danach aufbauen. Also du konntest dann immer auswählen, in welche Richtung du jetzt quasi gehen möchtest mit deinem Deck und so. Und dann, das war total cool. Und dadurch hattest du aber auch eine Verbindung zu deinem Deck und hast aber auch gleichzeitig gelernt, wie man ein Deck aufbaut, beziehungsweise aufbauen kann. Wenn ich jetzt in Yu-Gi-Oh! Mir versuchen würde, ein Deck zu bauen, ich habe keine Ahnung. Ja, stimmt. Und ich habe halt das Gefühl, die sind da sehr die haben das Spiel sehr aus einer Perspektive von einem doch schon recht, von einem, der weiß, wie es geht, gebaut. Ja. Ja, das ist halt schwierig. Ja, ich hoffe auch, dass er halt bei Master Duel, dass sie da noch, ja, ich weiß auch nicht, wie man das regeln soll. Also so wie du es halt meintest, so gewisse Filter, ne, so nach dem Motto, ey, ich will das halt ist nur, doch wohl das Mindeste. Also das ist das Mindeste, was definitiv kommen muss. Ja, kann dann halt aber natürlich auch sein, dass dann die Lobby einfach tot ist, weil nicht mehr so viele so klassisch spielen. Also. Ja, aber du kannst ja nicht mal im privaten Spiel sowas machen. Das stimmt, ja. Und das ist ja Quatsch. Aber die verlieren dadurch eben oder verschrecken dadurch schon einen Großteil der Spielerschaft. Weil die meisten einfach sagen, nee, ich hab auf sowas gar keinen Bock, weil es mich auch gar nicht reinlässt, das Spiel. Ja, stimmt. Das habe ich tatsächlich auch schon sehr oft gelesen, so Facebook-Seiten, wo das dann auch hier, ne, Master Duels und so, wo dann die ganzen Yu-Gi-Oh! Boomer dann auch drunter kommentiert haben, zu denen ich uns jetzt auch zähle, die dann auch gesagt haben, so, Alter, dieses Spiel ist mir einfach völlig fremd geworden. Weil einfach, das ist nicht das Yu-Gi-Oh!, was ich so kenne. Also ja, okay, Veränderungen und aber es ist halt so ein völlig anderes Spiel, Alter. Ja, aber in Duel Links haben sie es doch auch hinbekommen. In Duel Links zum Beispiel haben sie das hinbekommen, das genauso, also wirklich einsteigerfreundlich zu machen. Deswegen, also das muss schon irgendwie funktionieren. Wenn man will, geht das auch. Ja, keine Ahnung, ist irgendwie. So, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass sie da noch was dran verändern, jetzt wo die Umfrage ja auch durch ist und so. Ja. Und ich hoffe, ihr lasst jetzt einfach mal ein Abo da, ein Like da und aktiviert die Glocke. Genau. So. Und kommentiert. Kommentiert, was das Zeug hält. Ihr lasst zu wenig Comments da. Das muss ich mal so ein bisschen, anprangern. Ne, da müsst ihr noch ein bisschen eifriger werden. Ich weiß, ihr könnt das. Auf das eine Cover kamen heute ein paar Kommentare wieder. Ja, das stimmt. Aber, ihr wisst, wen ich meine. So, ihr wisst genau, dass ich euch meine. Du weißt ganz genau. Du hast genau noch nicht kommentiert. Du hast noch nicht kommentiert? Selbst wenn du die Folge nicht mochtest, kannst du es ja kommentieren. Und kannst dich dann auf die nächste Folge freuen. Vielleicht wird die ja besser. Das stimmt. Hoffen wir es mal. Bis dahin, habt noch eine schöne Woche. Bis nächsten Freitag. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss.